Hallo, ich bin Greta. Ich bin hier in Hamburg bei den Hamburger Küchensessions. Ich habe 3 Songs gespielt. Meine neueste Single Hydrogen, die gerade rausgekommen ist. Hydrogen in all the stars collide. Und 2 Lieder vom ersten Teil meines Albums, Ardent Spring und Spin. 2011 habe ich dich das letzte Mal Musik machen sehen. Da warst du noch Sängerin der TSS Big Band. Eine der 2 Sängerinnen, aber die Hauptsängerin, würde ich mal behaupten. Jetzt solltest du eigentlich am 4. Juli das Roskilde Festival spielen. Was ist dazwischen passiert? Von 2011, die kleinen Bühnen in Husum, TSS Big Band. Jetzt Roskilde Festival ist ja leider wegen Corona nicht zustande gekommen, aber ja. Erzähl doch mal, was du so in der Zwischenzeit gemacht hast. Ja, da ist echt viel passiert. Das fühlt sich so ein bisschen an wie ein anderes Leben, so die Zeit in der Big Band. Ich bin nämlich kurz danach, 2011, nach meinem Abi nach Dänemark rübergezogen und habe da Musik studiert und habe in vielen verschiedenen Bands gespielt. Eine meiner Bands hieß Who is Louis, eine andere Ida Red. Ja, und dann bin ich so ein bisschen von Ort zu Ort gezogen in Dänemark und bin dann vor 4 Jahren in Kopenhagen gelandet. Und da hat es auch irgendwie angefangen, dass ich so mein Solo-Projekt entwickelt habe, also jetzt Greta. Und ich habe ja eigentlich schon immer eigene Musik gemacht, also auch in der TSS habe ich schon ganz früh bin ich mit meinen eigenen Songs aufgetreten. Aber irgendwie musste ich so verschiedene Sachen ausprobieren, um dann zu sagen, so okay, ich mach's jetzt, ich mache ein Soloprojekt, ich nenne das Greta. Und ja, jetzt bin ich in Kopenhagen und es läuft ganz gut mit Greta. Wie würdest du die Art von Musik, die du machst, beschreiben? Ich habe mir das so überlegt, dass Greta sowas sein kann, wo ich eigentlich machen kann, was ich will. Aber jetzt gerade mache ich, ich würde das alternative Popmusik nennen, Alternative Pop, mit viel Inspiration aus den 80ern, Synthpop, sehr Synthesizer-basiert. So würde ich das nennen. Du hast 2019 die erste, war eine große EP oder das war ein kleines Album, wie auch immer man das nennen möchte, ich weiß nicht genau, veröffentlicht. Das war ein bisschen elektronischer. Mhm. Dann hast du dieses Jahr noch eine EP veröffentlicht, die tatsächlich auch in so eine Alternative Pop Richtung, wie ich sie mir vorstellen könnte, geht. Also auch so, kann man schon fast Singer-Songwriter-Ecke nennen. Ja. Und dann hast du aber 2 Singles veröffentlicht, die wieder sehr, sehr elektronisch sind. Was ist Greta eigentlich? Also eher das Elektronische oder eher das, was wir auch gerade eben gehört haben, das Akustische? Beides, finde ich. Also die EP, die im Frühjahr rauskam, die eher akustische, das ist so ein bisschen so eine Zeitreisen-EP. Das sind Lieder, die ich gemacht habe, als ich gerade so nach Dänemark gezogen bin, ziemlich am Anfang. Und die hat dann ein Künstler, der heißt Teitur, der hat die wiederentdeckt und war so, also nach vielen Jahren... Der Teitur von den Färöern? Genau, Teitur. Der hat die entdeckt und der hat mich angerufen und gesagt, Greta, du musst jetzt zu den Färöern kommen, wir müssen die... Oder Färöer, ja, wir müssen die aufnehmen. Und dann war ich da eine Woche und dann haben wir, also das war so krass irgendwie, so zurück in die alten Lieder und die etwas jüngere Greta und dann haben wir diese Lieder aufgenommen. Und die EP ist rausgekommen, weil ich eigentlich mit ihm komplett auf seine Tour sollte, die dann auch abgesagt wurde. Wir sollten 2 oder 3 Monate auf Tour. Das war so ein Zwischending, aber wo dann mein Album elektronischer eher ist. Aber zu deiner Frage, ich finde, dass beides Greta ist, weil ich habe beides gemacht. Ich habe akustisch angefangen. Man kann meine Lieder auch immer akustisch spielen. Man kann diese ganzen Synths auch einmal zur Seite packen. Aber ich habe mich halt auch entwickelt. Ich habe mich mehr fürs Produzieren interessiert und deswegen finde ich das auch okay, dass man meine Entwicklung sieht. Total. Und ich denke auch so, wenn ich irgendwann Bock habe, ein Album nur mit Streichern zu machen oder so, dann mache ich das. Und deswegen ist das so gut, dass das Greta heißt, weil da kann ich halt machen, was ich will. Wie planst du das im Moment live umzusetzen? Was kann man da bei Konzerten erstmal erwarten? Also im Moment, das kann sich ja ändern. Ja, also ich habe 2 Setups. Ich spiele entweder solo, also ganz einfach so akustisch.
oder mit ein paar elektronischen Sachen dabei. Und sonst habe ich meine Band dabei. Drums, Synthesizer, Bass und ich. Und wir spielen auch ohne Tracks, also wir spielen alles auch live. Und das funktioniert echt richtig gut. Also so hätten wir auch auf Roskilde Festival gespielt mit Band, ja. Man kann es auch in die Kamera halten, ne? Das erste Album von Greta. Ja. Das besteht jetzt zum Teil, sagtest du, aus der EP und zum anderen Teil aus 9 Songs. Oder auch bei die beiden Singles sind die auch mit drauf? Ja, also das ist so, man sieht das auch hier hinten, ja, weiß nicht, wie viel man das sieht. Also das, was ich schon veröffentlicht habe, Part 1, ist auf der A-Seite und das, was jetzt noch kommt, ist auf der B-Seite. Also das sind 2 EPs, eigentlich aber als ein Album gesammelt, weil ich habe erst die eine EP gemacht, ich habe das in Berlin produziert mit einer norwegischen Produzentin, die heißt Pharao. Und das hat mich so krass inspiriert, dass ich dann gleich nach Hause gegangen bin und Part 2 geschrieben habe. Und deswegen gehört das zusammen. Und das Album zeigt auch ziemlich doll so eine kleine Reise. Und das finde ich gut. Deswegen habe ich gedacht, das muss auf ein Album. Hast du schon jetzt Live-Pläne für die Zeit nach Corona? Ich weiß, es ist schwer zu planen jetzt. Ja. Steht da eine Tour an, eine Tour auch in Deutschland oder erstmal nur in Dänemark? Oder? Also im September spiele ich meine erste kleine Headliner-Tour in Dänemark. Dann kommt die Zeittour-Tour, die eigentlich im Frühjahr stattfinden würde. Und das geht, glaube ich, bis Februar. Und dann 2021 ist dann der Plan, dass ich auch mehr Deutschland und in UK soll ich auch ein bisschen spielen. Also es kommt langsam. Und ich ziehe auch im Januar für ein halbes Jahr nach Berlin. Und dann denke ich, passt das ganz gut. Kann ich ein bisschen mehr in Deutschland spielen. Okay, cool. Ich bin wieder ein bisschen mehr auf dich aufmerksam geworden. Ich hatte gesehen, dass du irgendwann mal Hus um Hus gespielt hattest, glaube ich, auch mit Huis Louis, ich weiß es gar nicht mehr. Oder im Speicher mit Huis Louis oder irgendwas. Ja. Aber ein bisschen mehr auf dich aufmerksam geworden bin ich eigentlich durch Magnus, der ja bei Heimat singt. Ich weiß gar nicht, ob es die Band noch gibt. Ja, das ist mein Manager jetzt. Genau, was hast du da für einen Kontakt? Kann man da auch irgendwas erwarten? Irgendwelche Kollaborationen? Also ich glaube, eigentlich ist Magnus hauptsächlich mein Businesspartner. Also mein Booker und mein Manager. Ja. Aber why not? Also wenn er Bock hat, bin ich dabei. Neben Magnus hatte ich auch das Gefühl, dass dich Organisationen wie das Spot Festival oder auch Roskilde oder auch diese dänische Musikzeitschrift Gaffa heißt sie, glaube ich, ja, genau, sehr supportet haben im letzten halben, dreiviertel Jahr. Wie sind da die Kontakte zustande gekommen und wie kam es denn, dass du im Endeffekt jetzt hättest Roskilde spielen sollen? Weil die lassen ja auch nicht jeden spielen. Nee, das ist so, wenn die jemanden buchen, dann kommen die immer vorher zum Konzert. Und bei mir war das so, dass ich ein Release-Konzert hatte für Part 1 vom Album. Und da meinten die schon, dass sie kommen. Ich wusste das nicht genau. Ich war voll aufgeregt. Und dann waren sie im Endeffekt da. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Wochen später die Nachricht bekommen und habe mich mega gefreut. Das ist natürlich voll die Ehre. Ja, und sonst, ich weiß eigentlich nicht genau, wie die auf mich aufmerksam geworden sind, aber ich freue mich natürlich darüber. Ja. Gibt es schon Pläne, ob du nächstes Jahr jetzt Roskilde spielen darfst, beziehungsweise dürftest du was dazu sagen? Ich weiß es nicht. Also, und wenn ich es wissen würde, dann dürfte ich das auch nicht sagen, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe sehr. Es ist ja immer so eine Frage davon, dass man aktuell bleibt und so, aber ich habe die Corona-Zeit genutzt und ein neues Album gemacht. Also ich rechne damit, dass ich weiter Sachen release. Und eigentlich ist es ja auch immer so der Vorlauf. Im Herbst kommt das Album, im nächsten Jahr spielt man die Festivals. Das passt dann. Das passt. Und vielleicht, also wer weiß, bin ich dann, wenn es nächstes Jahr klappt, bin ich dann noch mehr ready.